Warum es sich lohnt, Die Farbe aus dem All von H.P. Lovecraft zu lesen. Von Ralf Schönfelder. Etwas hat sich eingenistet im schwarzen Brunnen auf der verfluchten Heide, dort, wo die Farm der Familie Gardner lag. Die Gegend ist verdorrt, ein Ödland, bedeckt mit grauem Staub, den kein Wind verweht. Es ist unbegreiflich. Alles begann im Jahr 1882 mit Donnerschlägen und einer Rauchsäule über dem Tal und einem Stein, der neben dem Brunnen auf Nahum Gardners Grundstück vom Himmel stürzte. 3 Professoren der Miskatonic-Universität kamen am nächsten Tag, um die Absturzstelle zu untersuchen. Was sie dabei feststellten, gab ihnen Rätsel auf. Der Stein schien an Masse zu verlieren. Er war heiß und ließ sich nicht abkühlen. In seinem Kern trug er eine Kugel, die in einem sonderbaren Farbspektrum leuchtete. Schließlich schrumpfte er immer weiter, bis er gänzlich verschwunden war und die Professoren zweifelten, ob sie all dies wirklich mit eigenen Augen gesehen hatten. Die Tage vergingen. Im Herbst wuchs das Obst auf der Farm von Nahum Gardner zu ungekannter Größe heran. Doch in das Aroma der Birnen und Äpfel hatte sich ein bitterer Geschmack gemischt, der sie ungenießbar machte. Die Bäume um das Haus trieben verfrüht Knospen und sie schwankten in der Nacht, auch wenn es windstill war. Als im Frühjahr die Bäume der Gardners in prismatischen Farben blühten, begannen die Bewohner der Gegend, die Familie zu meiden. Die Blumen und das Gras nahmen ebenfalls die seltsame Farbe an und schienen schwach zu phosphorisieren. Kurze Zeit später zerfielen die Blumen und alles Obst zu grauem Staub. Das Geflügel wurde grau und verendete schnell. Die Schweine wurden grau und spröde, bevor sie verendeten. Mrs. Gardner verlor den Verstand und schrie vor Entsetzen über Dinge in der Luft, die sie nicht beschreiben konnte. Danach sollte es nicht mehr lang dauern, bis die ganze Familie einem Unglück zum Opfer fiel. H.P. Lovecraft betrachtete sich selbst als gescheiterten Autor. Er zweifelte daran, dass es ihm gelungen sei, in seinen Geschichten jenes Schwindelgefühl zu vermitteln, das er kosmisches Grauen nannte und dessen Erfahrung seine Sicht auf die Welt und das Leben bestimmte. Die Farbe aus dem All jedoch zählte Lovecraft zu seinen akzeptablen Prosaversuchen. Vielleicht, weil er darin ein altes Problem der Horrorliteratur elegant gelöst hatte. Unheimliche Geschichten ähneln einem Gästezimmer mit verschlossener Tür. Die Gäste, also wir Leser, werden nachts von Donnerschlägen geweckt, einem Tumult, seltsamen Lichtern, der Ahnung von etwas Grauenvollen, das sich auf der anderen Seite der Tür abspielt. Wir starren in die Dunkelheit, gleichermaßen in Schrecken und Ekstase versetzt. An diesem Punkt muss die Geschichte eine delikate Entscheidung treffen. Bleibt die Tür verschlossen, bleibt das Grauen rätselhaft und behält seine Macht. Weil aber unsere Neugier nicht befriedigt wird, empfinden wir eine leise Enttäuschung. Wird die Tür hingegen geöffnet und gibt den Blick auf ein Tintenfischmonster frei, dürfen wir nach Herzenslust schreien. Doch schon bald stellt sich eine gewisse Erleichterung ein, denn nun hat das Grauen eine Gestalt. Wir können es rationalisieren, ihm einen Namen geben und es bannen. Auch Lovecraft hatte Schwierigkeiten damit, diese widersprüchlichen Impulse bei seiner Arbeit in Einklang zu bringen.
wie er ohnehin ein Mann voller Widersprüche war. Ein selbsternannter Misanthrop, der seinen Mitmenschen durch äußerste Freundlichkeit und Großzügigkeit auffiel. Ein Antisemit, der eine Jüdin heiratete und zu seinen besten Freunden einen Juden zählte. Ein Skeptiker und Atheist, der, wie er schrieb, sich danach sehnte, die Illusion zu erreichen, dass die ärgerlichen Beschränkungen von Zeit, Raum und Naturgesetz aufgehoben sind. Häufiger noch als zu vage ist Lovecraft in vielen seiner Geschichten zu konkret. Er öffnet die Tür nicht nur, er will sie aus den Angeln reißen. Seine Versuche, eine Atmosphäre des unsagbaren Entsetzens zu kreieren, enden nicht selten in wortreichem Gestammel. An anderen Stellen dokumentiert er das Unheimliche mit der Gründlichkeit eines Buchhalters und raubt ihm damit den Effekt. Einen Teil der Verantwortung für diese Schwächen dürften im Übrigen die Redakteure der Groschenhefte tragen, in denen Lovecraft publizierte. Sie zeigten kein Interesse an Subtilität, drängten im Gegenteil zu plumper Eindeutigkeit. Offenbar hatten sie wenig Vertrauen in die geistige Kapazität ihrer Leser. Mit Die Farbe aus dem All jedoch gelingt Lovecraft das Kunststück. Er öffnet die Tür, aber nur einen Spalt breit. Wir sehen die fantastische Verwandlung der Bäume, Blumen und Früchte, hören die Schreie der verzweifelten Mrs. Gardner. Wir werden Zeugen der Verwüstung, die jene Macht aus den Tiefen des Universums anrichtet. Auch dürfen wir gemeinsam mit dem Erzähler nach Erklärungen für die Ereignisse suchen. Doch lässt die Geschichte keinen Zweifel daran, dass solche Erklärungen bloße Notbehelfe sind. Die Tür ist nicht weit genug geöffnet, um das Grauen in seiner ganzen Gestalt zu fassen. Wir erhaschen lediglich einen Blick auf seine Farbe. Nietzsches Blick in den Abgrund ist für Lovecraft der Blick in die Weite des Alls. Er schreibt: Wir sind alle bedeutungslose Atome, die haltlos durch die Leere treiben. Die Farbe aus dem All ist unbegreiflich, und doch ist sie kein Werk von Göttern oder Geistern, sondern ein Teil der kosmischen Natur. Einer Natur, die bedingungslos gleichgültig ist gegenüber jeder Bemühung der Menschen, ihrem Leben Sinn zu verleihen, gegenüber jeder Ethik, jedem Hoffen, Klagen, Fürchten.